Good morning. Guten Morgen. Here we are back again on Resurrection Sunday morning. Hier sind wir wieder am Ostersonntag. I like saying resurrection because you can kind of understand what it might be about. Also mir gefällt es eigentlich eher zu sagen Auferstehungssonntag, weil man dann schon so einen Tipp kriegt, um was es heute geht. Sometimes people were interviewed on the street and they didn't even know what Easter really stood for. Manchmal bei so Umfragen auf der Straße, da wussten die Leute manchmal gar nicht, was Ostern eigentlich bedeutet. So I've started to say Resurrection Sunday. Deswegen sage ich immer Auferstehungssonntag. And then people might ask me, well, who was resurrected or what was resurrected? Und dann fragen die Leute so vielleicht, wer wurde da auferstanden oder was ist auferstanden? If you didn't get our message 2 days ago on Good Friday, I encourage you to go back and listen to that. Falls ihr unsere Botschaft nicht gehört habt vom Karfreitag, dann möchte ich euch ermutigen, dass ihr die nochmal oder dass ihr die anhört. But do you know that Good Friday would not be so good if there wasn't a Easter Sunday morning? Also Karfreitag und im Englischen Good Friday, der wäre nicht so gut, wenn es diesen Auferstehungssonntag nicht gäbe. If Jesus died and that was the end of the story. Also wenn Jesus nur gestorben wäre und das wär's dann. We have Resurrection Sunday because the only time in history that a person has been crucified on a cross ever came back to life. Wir haben diesen Auferstehungssonntag, weil es das erste Mal in der Geschichte passiert ist, dass jemand gekreuzigt wurde und wieder zum Leben auferweckt wurde. Now Jesus was familiar with people coming back from the dead. Also Jesus kannte diese Thematik, dass Leute vom Tod zurückkommen. There were at least 3 people in his ministry that he raised back to life. Also es gab mindestens 3 Leute in seinem Dienst, die er auferweckt hat. But the interesting thing about Jesus' resurrection was that he came back upon it with his own power. Aber das Interessante an Jesu Auferstehung war, dass er durch seine eigene Kraft zurückgekommen ist. Death could not hold him. Das heißt, der Tod konnte ihn nicht halten. God raised him up. Gott hat ihn auferweckt. And so he's the only person that survived a Roman crucifixion. Das heißt, er ist die einzige Person, die eine römische Kreuzigung überlebt hat. And I listen to a lot of people talk about Jesus and the claims that are made about him. Und ich höre, wie viele Leute über Jesus reden und was er so für sich in Anspruch genommen hat. The stories that are told about him in the Bible. Die Geschichten, die in der Bibel über ihn erzählt werden. And there are many people that say, oh, none of that's true. Und es gibt viele Leute, die sagen, das stimmt alles nicht. That's never been really proven. Das wurde nie richtig bewiesen. It sounds too fantastic. Und das klingt ja auch viel zu fantastisch. Somebody made it up. It's like a fairy tale. Das hat einfach jemand erfunden, das ist mehr so ein Märchen. But we have to settle this. Aber wir müssen das festlegen. We must find out is if this thing really happened or not. Wir müssen rausfinden, ist es wirklich passiert oder nicht. Jesus was one of 3 things. Jesus war eine von 3 Dingen. He was either a liar, Entweder ein Lügner or he was a lunatic, he was just crazy, oder er war total bekloppt or he was the Son of God. oder er war wirklich der Sohn Gottes. And it's important for you to decide that for yourself. Und es wäre schon wichtig, dass ihr das für euch selber entscheiden könnt. All of history is focused around this person and this which happened on Easter morning. Die ganze Geschichte, die bezieht sich auf das, was am Ostersonntag geschehen ist. The whole civilization was changed. Die ganze Zivilisation hat sich an diesem Tag verändert. And this did not happen and was forgotten about. Das ist nicht passiert und dann vergessen worden. This has become one of the main events that have changed many people's lives. Sondern das war ein Hauptereignis, das die Leben von vielen Menschen verändert hat. And so what really matters is if it's true or not. Also was wirklich wichtig ist, stimmt es oder stimmt es nicht? Was this just some big conspiracy? War das einfach nur so eine Art Verschwörung?
or did it really happen? Oder ist es tatsächlich passiert? You know, we could look at this like you would go into a courtroom scene. Man könnte das so betrachten, als würde man in einen Gerichtssaal gehen And then bring the evidence. und dann die Beweise vorbringen. Is there real evidence Gibt es tatsächliche Beweise for what happened in Jerusalem in this period of time für das, was damals in Jerusalem passiert ist? that wound up changing the world forever? Das die Welt für immer verändert hat. Is there evidence that would stand up in a court of law? Gibt es Beweise, die standhalten vor Gericht? What actually happened on resurrection morning? Was ist also eigentlich passiert am Auferstehungsmorgen? We know that Jesus had been in the grave since Friday evening. Wir wissen, dass Jesus im Grab war seit Freitagabend. He had been badly beaten. Er wurde ganz schlimm geschlagen Finally, he was nailed to a cross. und dann schließlich ans Kreuz genagelt. And at a certain time, he gave up the ghost and he was dead. Und irgendwann hat er seinen Geist aufgegeben und war tot. It was a common practice for the Roman soldiers to break the legs of those being crucified. Und es war üblich, dass die römischen Soldaten die Beine gebrochen haben von denen, die gekreuzigt wurden. Because that would speed up the death process. Weil das den Sterbeprozess verschnellert oder beschleunigt hat. People, when they were crucified, they did not die because of the wounds that were inflicted. Die Menschen, die gekreuzigt wurden, die sind nicht an ihren Wunden gestorben. They died because they suffocated. Die sind gestorben, weil sie erstickt sind. And the reason they broke the legs of the criminals was so that they could no longer push themselves up and get another gasp of air. Und der Grund, warum ihnen die Beine gebrochen wurden, war, dass sie sich nicht länger hochdrücken konnten und nochmal einen Atemzug nehmen. But when the Roman soldiers came to Jesus, he was already dead. Aber als dieser römische Soldat dann zu Jesus kam, dann war er schon tot. So they did not break his legs, Also wurden seine Beine nicht gebrochen. which incidentally fulfilled an Old Testament prophecy. Was gleichzeitig eine Prophetie im Alten Testament erfüllt hat. So, knowing that Jesus was dead, they were able to simply take him from the cross. Als sie dann wussten, dass Jesus tot war, dann konnten sie ihn vom Kreuz runternehmen. One soldier poked a spear into his side, and out of the side came water and blood. Und ein Soldat, der hat einen Speer ihm hier in die Seite gestochen und aus dieser Seite, da floss Blut und Wasser. This shows that Jesus' death involved his heart literally exploding. Was zeigt, dass bei dieser Kreuzigung sein Herz ganz wörtlich explodiert ist. He took the load and the weight of our sin upon him. Er hat diese Last von unserer Sünde auf sich genommen. He was separated from his Father. Und er wurde von seinem Vater getrennt. Unimaginable pain, not just physically, but spiritually. Und es ist ganz unvorstellbarer Schmerz, nicht nur physisch, sondern auch geistlich And emotionally. und emotional. Remember, he cried out from the cross, Ihr wisst ja, dass er vom Kreuz aus geschrien hat. my God, why have you forsaken me? Und er hat gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? This is at the moment when he's dying. Und das sagt er in dem Moment, als er stirbt. So when he was already dead, they saw he was dead. They took him down from the cross. Als er tot war, haben sie ihn vom Kreuz runtergenommen And they laid him in a tomb. und ihn in ein Grab gelegt. They took a huge stone and rolled it in front of the tomb. Und vor das Grab einen riesigen Stein gerollt. And they placed armed guards all around the tomb. Und vor das Grab wurden bewaffnete Wächter gesetzt. And they didn't want anybody stealing his body. Die wollten verhindern, dass sein Körper nicht gestohlen wird. And in some way that be used in a wrong way. Und irgendwie falsch für irgendwas gebraucht wird. You know, sometimes when someone is martyred, their body is paraded around the streets. Weil manchmal, wenn jemand einen Märtyrertod stirbt, dann wird dieser Leichnam so durch die Straßen
gezogen oder es gibt so einen Umzug durch die Straßen mit dem Leichnam. which then causes people to rally and go crazy. Und das bringt die Leute in Aufruhr. And so the body was being guarded. Also dieser Leichnam, der wurde bewacht. But then Sunday morning came, Aber dann kam halt Sonntagmorgen. before the sun came up. Und bevor die Sonne aufgegangen ist, Mary Magdalena came to the Da- tomb. da kam die Maria Magdalena ans Grab. And you can imagine her shock that the stone was rolled away. Und ihr könnt euch sicher vorstellen, dass sie dann total schockiert war, als sie gesehen hat, dass dieser Stein weggerollt war. Even more shocking was when she went into the grave and could not find the body of Jesus. Und dann ist sie in dieses Grab reingegangen und konnte diesen Leichnam nicht finden und war sicherlich noch schockierter, Just the grave clothes dass sie da nur diese Tücher gefunden hat. and a neatly folded napkin. Und so ein Tuch, das ganz schön zusammengelegt war. She was completely shocked. Sie war total baff. Later we know that angels appeared to her, Und wir wissen, dass später ihr Engel begegnet sind. said, "Why are you looking for the living in the place of the dead? Und sie haben gefragt, warum suchst du den Lebenden bei den Toten? Jesus is not here, he is risen." Jesus ist nicht hier, er ist auferstanden. She tells the disciples. Und sie erzählt es den anderen, sie erzählt es den Jüngern. Peter and John come. Und Petrus und Johannes kommen. They can't explain what's happened. Und die können auch nicht erklären, was da passiert ist. I'm fast forwarding now. Und jetzt, ich spule mal ein bisschen vor. All of the disciples are hiding in a room. Die ganzen Jünger, die verstecken sich in einem Zimmer. They've locked the door from the inside. Und von innen haben sie die Türe verschlossen. They're afraid for their lives. Und sie haben Angst um ihr Leben. See, because if they kill Jesus, what might they do to them? Wenn ihr Anführer umgebracht wurde, was würde dann mit ihnen passieren? And so they were hiding. Also haben sie sich versteckt. They were sad. Sie waren traurig They were in shock, basically, und schockiert. over what had happened. Über das, was passiert ist. Now, if we were in a court of law discussing this, Wenn wir jetzt diese Szene jetzt in einem Gerichtssaal diskutieren würden, we would ask things like, what happened to his body? dann würden wir so Fragen stellen wie, was ist mit dem Leichnam passiert? You know, if you have a murder, you really don't have a case for a murder if you don't have a body. Also wenn man keinen Leichnam hat, dann hat man auch keinen Mordfall. And in this case, you don't have a body. It's unexplainable to where the body is. Und in diesem Fall hat man ja keinen Leichnam, also niemand kann erklären, wo dieser Leichnam nun hin ist. Who would have had any purpose for that body? Was könnte irgendjemand mit diesem Leichnam anfangen? The Romans weren't going to let it be stolen. Die Römer hatten nicht zugelassen, dass er gestohlen wird. They would have got in trouble over that. Da wären sie in Schwierigkeiten geraten. The Jews didn't want the body. Und die Juden, die wollten diesen Leichnam noch weniger. And so, where's the motive to stealing a body? Und wer hatte ein Motiv, diesen Leichnam zu stehlen? We know Jesus did die. I've already proven that. Und es ist ja schon bewiesen, dass Jesus gestorben ist. No one in history was ever reported to survive a Roman crucifixion. Und in der Geschichte, da gab es noch nie jemanden, oder es gibt keinen Bericht darüber, dass jemand eine römische Kreuzigung überlebt hat. Nobody denies that there was a man named Jesus who existed. Niemand verleugnet, dass es einen Mann gab, der Jesus hieß und der existierte. And very few people deny that he died. Und nur ganz wenig Menschen verleugnen, dass er gestorben ist. Some have tried. Manche haben es versucht. Some have said he wasn't totally dead. Manche sagten, der war halt nicht ganz tot. The herbs and the spices in the tomb revived him. Die Kräuter und diese Einbalsamierungen im Grab, die haben ihn wiedererweckt. And a half-dead man rolls a 2,000-pound stone away from the tomb and goes and walks free. Und dann rollt ein halbtoter Mann einen Stein von seinem Grab und läuft frei rum. These are theories that some have tried to create because they don't want to believe that Jesus rose from the dead. Diese Theorien, die wurden von jemand erschaffen, die nicht glauben wollten, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. What else was unique about Jesus' death?
Was war also noch so einzigartig von dem Tod Jesu? He claimed to be Messiah, Er hat auch von sich behauptet, der Messias zu as sein, others had before. was andere davor schon getan hatten. And usually when a Messiah was killed, they appointed another follower. Normalerweise, wenn ein Messias ermordet wurde, dann wurde danach ein neuer ernannt. Nobody in Jesus' group became the next Messiah. Und niemand in dieser Gruppe von Jesus wurde zum nächsten Messias ernannt. James, the brother of Jesus, would have been an obvious replacement. Jakobus, der Bruder von Jesus, der wäre ein Ersatz gewesen. But that didn't happen. Aber das ist nicht passiert. In fact, James did not even believe in his brother Tatsache ist, dass Jakobus noch nicht mal seinem Bruder geglaubt hatte, until after the resurrection. bis nach der Auferstehung. And then he became a leader. Und dann wurde er zu einer Leitperson. Until his death, he believed that his half-brother Jesus was the Son of God. Und bis zu seinem Tod hat er ganz fest geglaubt, dass sein Halbbruder Jesus der Sohn Gottes war. None of Jesus' followers believed that there was going to be a resurrection. Und niemand von Jesus Nachfolgern hatte geglaubt, dass es eine Auferstehung gibt. None of them were expecting that. Und niemand hat es erwartet. None of them were hoping that. Und niemand hat es gehofft. And after Jesus died, they thought it was over. Und als Jesus dann gestorben war, dann dachten sie, jetzt ist alles vorbei. They were frightened, discouraged. Sie waren entmutigt und hatten Angst. All of Jesus' followers later then believed that he had indeed rose from the dead. Aber später haben alle seine Nachfolger geglaubt, dass er wirklich von den Toten auferstanden war. And they based the rest of their lives on that fact. Und sie haben den Rest ihres Lebens auf dieser Tatsache aufgebaut. Those same disciples that were hiding and fearing for their lives, Die gleichen Jünger, die sich versteckten und Lebensangst hatten, who thought Jesus was dead forever, die dachten, dass Jesus für immer tot war. those same persons died martyr deaths preaching the resurrection of Christ. Diese gleichen Leute sind in Märtyrertod gestorben, weil sie gepredigt haben, dass Jesus von den Toten auferstanden war. Except John, who died a natural death. Nur Johannes nicht, der ist eines natürlichen Todes The gestorben. rest of them died believing in a resurrected Jesus. Und die anderen, die sind gestorben, weil sie geglaubt haben, dass Jesus auferstanden ist. What else? Was noch? Jesus was seen by more than 500 eyewitnesses. Jesus wurde von mehr als 500 Augenzeugen gesichtet. You would need 129 hours to listen to the testimonies of 500 people. Man bräuchte 129 Stunden, um diese Zeugenaussagen von 500 Leuten zuzuhören. And they all said they saw Jesus Und die haben alle gesagt, dass sie Jesus gesehen raised from the hatten, dead. wie dass er vom Toten auferstanden war. The earliest reports go back to the first century, Und die ersten Berichte, die gehen zurück ins 1. Jahrhundert. which rules out that this was a fairy tale that was created over time. Und das schließt schon mal aus, dass es ein Märchen war, das mit der Zeit entstanden ist. And so these are just a few evidences of the resurrected Jesus. Das sind also nur ein paar Beweise für die Auferstehung Jesu. And the biggest evidence for the resurrection of Jesus Aber der größte Beweis für die Auferstehung Jesu was the changed lives waren die veränderten Leben of his followers. seiner Nachfolger. Not only then, but up until our day in which we live. Nicht nur damals, sondern bis heute. People testify of a changed life after having come in contact with Jesus Christ. Die Leute bezeugen, dass sich die Leben verändern, wenn jemand mit Jesus in Kontakt kommt. So, was it a conspiracy? War es also eine Verschwörung Was it a historical fact? oder ist es eine historische Tatsache? Was Jesus a liar? War Jesus ein Lügner? Was he a crazy man? War er verrückt? Or did everything that he said come to pass? Oder ist all das passiert, was er gesagt hatte? He said himself, Er selbst hat gesagt, I'm going to go to Jerusalem, ich gehe nach Jerusalem I'm going to die, und ich werde sterben and I'm going to raise again. und ich werde auferstehen. That's what our faith is based on,
as Christians. Und als Gläubige, als Christen basieren wir unseren Glauben darauf, That Jesus literally rose from the dead. dass Jesus ganz wortwörtlich von den Toten auferstanden ist. Because he rose from the dead, we will also receive resurrection life. Und weil er von den Toten auferstanden ist, so werden auch wir dieses auferstandene Leben empfangen. Because he was able to overcome death for us. Weil er den Tod für uns überwunden hat. We get to jump over that part of things, and even if we die, we go straight to heaven. So können wir diesen Teil einfach überspringen. Und wenn wir dann sterben, dann gehen wir direkt in den Himmel. He tasted of death for us, Er hat den Tod geschmeckt für uns, so that we might not have to have eternal death. damit wir diesen ewigen Tod nicht durchmachen I'd like müssen. to pray with you. Ich würde gerne mit euch beten. Heavenly Father, I thank you Himmlischer Vater, ich for danke every dir listener this Sunday morning heute Morgen für jeden Zuhörer, who is maybe wondering if the Easter story is true. die sich vielleicht fragen, ob die Ostergeschichte wahr ist, Somebody made it up ob es jemand ausgedacht hat, for whatever reason. aus welchem Grund auch immer. Lord, may they take another look. Vater, und ich bitte dich, dass sie eine neue Sicht bekommen, May they settle this in their heart forever. dass sie es für immer in ihrem Herzen festmachen können. That if this is true, Wenn das wirklich stimmt, then it has consequences for our lives. dann hat es Konsequenzen für unser Leben. I pray that they would continue on the search until their question is solved. Und ich bete, dass sie an dieser Frage dranbleiben, bis sie eine Antwort gefunden haben. If there be anyone within the sound of my voice, Und wenn mir heute jemand zuhört, then I would just ask you, dann möchte ich dich fragen, have you asked Jesus to come into your life? hast du Jesus gebeten, in dein Leben zu kommen? Have you tried Christ Hast du Jesus ausprobiert, to see if it's true? um zu schauen, ob es wahr ist? You see, I can't convince you of it, Ich kann dich davon nicht überzeugen, but you can experience for yourself. aber du kannst es selbst erfahren. What do you have to lose? Was hast du zu verlieren? The Bible says, taste and see that the Lord is good. Die Bibel sagt, schmecket und sehet, dass der Herr gut ist. Just ask him to come and prove himself in your life. Bitte ihn einfach in dein Leben zu kommen und sich dir zu beweisen, Ask himself to make himself real to you dass er sich dir wirklich zeigt. and see if something doesn't happen Und guck mal, was passiert. that will change your life Das wird dein Leben for the verändern, rest of eternity. für den Rest der Now, Ewigkeit. I ask you to share this message. Ich möchte euch bitten, diese Botschaft mit anderen zu teilen. Those of you that know this message, Die diese Botschaft schon kennen, don't keep it to yourself. behalte sie nicht für dich. Share this on Facebook. Teile es auf Facebook Share this with your friends. mit deinen Freunden. Let's get the word out. Verbreite einfach das Wort. This is the best message Das ist die beste Botschaft, that should not be kept a secret. die wir nicht geheim halten sollten. It's our chance, it's our day. Das ist unsere Chance, ist unser Tag. It's the reason that we continue to exist on this planet. Und deswegen sind wir heute immer noch hier auf der Erde. So that those that don't know Damit die es nicht kennen or don't yet believe oder noch nicht glauben, can come to the saving knowledge zu diesem Wissen kommen. and their life be changed forever. Zu diesem Wissen, dass sie rettet und dass ihr Leben für immer verändert wird. I pray that you'll have a blessed Resurrection Sunday Ich bete also, dass ihr einen ganz gesegneten Auferstehungssonntag habt with your family, mit eurer Familie, that you will spend some time discussing these things, dass ihr Zeit verbringt und über diese Dinge redet. and that we'll see you again next week. Und nächste Woche sehen wir euch wieder. Same time, same place. Gleiche Zeit, gleicher Ort. If you want to support this ministry, Wenn ihr unseren Dienst unterstützen wollt, the information will be on the screen. dann seht ihr auf dem Bildschirm die ganzen Informationen, die Kontaktdaten. Thank you for praying for us. Danke, dass ihr für uns betet We're praying for you. und wir beten für euch. God has a plan for your life. Gott hat einen Plan für euer Leben. See you next week. Bis nächste Woche.